Hallo, hier ist Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Naja, montags ist ja im Moment so eine Serie, da geht es tatsächlich nicht um Hefewasser, sondern hier um diesen Kandidaten. Sauerteig. Den habe ich ja in Hülle und Fülle gemacht. Der hätte jetzt eigentlich noch gefüttert werden müssen, aber ich möchte euch kurz heute in diesem Video demonstrieren, wie ihr den Sauerteig konserviert durch Trocknen und wie ihr ihn dann später auch wieder reaktiviert. Das ist ein großes Thema, wenn ihr ganz viel habt oder auch wenn ihr einfach mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen wollt, Platz im Kühlschrank braucht, dann nehmt ihr den und streicht ihn ganz dünn und fein auf ein Backpapier aus. Ihr könnt, sollte euer Sauerteig dicker sein, den noch mal ein bisschen mit Wasser vermengen, denn es ist tatsächlich sehr wichtig, dass ihr ihn so dünn wie möglich ausstreicht. Ich habe den jetzt bei mir so gelassen, der ist jetzt, also dicker darf der jetzt hier nicht sein. Und ihr seht, das klappt ganz gut. Haltet eben nochmal das Backpapier fest. Ich gucke immer, dass das so wirklich eckig ist und schön auf das Backblech passt. Ihr könnt diese Backpapiere einfach in eurer Wohnung, in eurem Haus verteilen, bis es trocken ist. Das geht aber in den Temperaturen gerade ganz gut. Ansonsten macht ihr es so wie ich. Packt das einfach in den Backofen, macht das Licht an, einen Spalt offen mit einem Küchenlöffel oder irgendwie was und dann dauert das auch nicht lange, bis das dann trocken ist und so aussieht. So, ihr könnt das jetzt theoretisch so lassen, trocken und dunkel lagern. Ihr könnt es aber auch hier mit einem Mörser eben kurz zerkleinern. Das finde ich tatsächlich schöner, wenn das schön fein mit Mehl, also in Mehlform ist, weil dann lässt er sich leichter und platzsparender lagern. Ich nehme aber jetzt nicht den Mörser dazu, sondern ich habe ja bei meiner Küchenmaschine so eine Gewürzmühle. Die klappt dafür ganz gut. Ich nehme also diese Stückchen, zerbreche sie mir teilweise noch, damit sie da schön reinpassen. Das geht ganz gut. Ihr seht, total einfach, ganz kinderleicht. Und dieser Trockensauer ist theoretisch ewig haltbar. Das ist er wirklich. Ihr müsst ihn nur trocken und dunkel lagern. Das klappt ja meistens, in irgendeinem Schrank zur Not stellen und das war's dann. Und ich empfehle wirklich einmal im Jahr von eurem Trockensauerteig da nochmal eben so eine Sicherheitskopie durch Trockensauer zu machen, denn sollte euer Sauerteig mal kaputt gehen durch irgendwas, dann habt ihr immer noch mal einen in der Hinterhand und das immer so einmal im Jahr, das klappt richtig gut. Oder auch wenn ihr den mitnehmen wollt und Freunden und Verwandten schenken wollt, ist wirklich eine tolle Möglichkeit. Ich male den jetzt hier und lasse das dann aber drinnen in dem Glas und packe einfach nochmal die anderen Stücke mit hinzu. Das bewirkt bei meiner Mühle, wenn da noch so kleine Stückchen doch dabei sein sollten, dass die dann doch besser und feiner vermahlen werden. Das als kurzer Tipp hier von mir. So, weiter geht's. Nächster Gang. Ihr seht, das ist total einfach. Ich verlinke euch nochmal zum Schluss meine ausführliche Sauerteig-Playlist und bin schon sehr gespannt. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie macht ihr das mit eurem Sauerteig? Habt ihr den dauerhaft im Kühlschrank? Und wenn ja, welche Sorten? Oder habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr da einen Krümelsauer draus gemacht habt oder jetzt auch so einen Trockensauer? Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich habe schon mal gelesen, einige frieren den auch immer ganz gerne ein. So, ich packe jetzt meinen Trockensauer hier nochmal eben zu meiner Sammlung hinzu, wie und welche Behälter ich für meinen Vorrat benutze. Obwohl ich Plastik hasse, habe ich euch ja schon mal gezeigt und verlinke euch das oben rechts nochmal unter dem i. So, jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze reaktiviert. Das ist total einfach. Ich habe jetzt hier 100 Gramm Mehl der jeweiligen Sorte und gebe 20 Gramm von dem Trockensauer jeweils hinzu. Also unten ist Weizen, in der Mitte ist Dinkel und ganz oben ist Roggen. Beim Weizenmehl habe ich helles Mehl genommen, beim Dinkel Vollkorn und beim Roggen habe ich auch normales Mehl genommen. So, und das Ganze wird jetzt einfach nochmal mit Leitungswasser vermengt. Darauf achten, dass es entweder kalt oder maximal Zimmertemperatur hat. Nicht zu heiß, denn sonst sterben euch die Mikroorganismen ab. Das ist ja nichts, was wir wollen, denn sie sollen ja jetzt erhalten bleiben. So, überall die gleiche Menge, schön alles ganz einfach. Das vermenge ich jetzt miteinander und ihr seht nachher wirklich die Unterschiede. Deswegen habe ich auch nochmal unterschiedliche Mehle, auch besonders bei Dinkel und Weizen genommen, damit ihr hier auch nochmal die Strukturen erkennen könnt.
Ich habe jetzt ja auch einen flüssigen Sauerteig hergestellt. Den habe ich jetzt hier beim Reaktivieren zwar nicht, schreibe euch aber unten auch nochmal alles ausführlich auf und da habe ich dann auch nochmal die Mengenangaben für den Flüssigsauerteig. Nur, dass ihr das dann nochmal eben habt. So, das Ganze decke ich jetzt mal eben ab. Ich habe hier meine Bienenwachstücher. Das ganze Equipment, mit dem ich arbeite, verlinke ich euch natürlich wie immer unten unter diesem Video. Wenn ihr darauf klickt und etwas darüber kauft, ist der Preis für euch zwar gleich, ich kriege aber eine minimale Provision. So, nach 12 Stunden sieht das Ganze hier so aus. Der Teig möchte gefüttert werden. Er war abgedeckt bei Zimmertemperatur. Das nochmal als kurzer Hinweis. Und wird jetzt nochmal wieder gefüttert und dann nochmal 6 Stunden stehen lassen. Ich gebe jetzt hier nochmal 100 Gramm Mehl hinzu, wieder jeweils von der gleichen Sorte und dann kommt da auch nochmal 100 Gramm Wasser dazu. Wichtig, ihr könnt theoretisch, wenn ihr ein Trockensauer von Dinkelmehl habt, dann könnt ihr theoretisch beim Auffrischen auch Weizen nehmen oder Roggen oder Kichererbsenmehl oder was auch immer. Es ist dem Sauerteig tatsächlich egal, welches Mehl ihr verwendet. Man macht es zwar so wegen den Backeigenschaften, aber theoretisch ist es komplett egal. Ich weiß noch, als die Mehlknappheit hier da war, das hat sich ja ein bisschen reguliert, da habe ich auch mal gemischt. Einfach deswegen, weil nichts anderes da war. Und den Sauerteig ist das komplett egal. Da geht es einfach um die Mikroorganismen und wenn ihr das mischt, völlig schnurzpiep egal. So, dann hätten wir das jetzt auch geklärt. Ich vermenge das Ganze hier und ihr könnt schon sehen, der normale Weizen ist ein bisschen flüssiger als jetzt die Vollkornvariante. Da müsst ihr gucken, wie ihr besser arbeitet. Der eine mag lieber den festeren Sauerteig. Ich persönlich finde im Moment auch diesen flüssigen Sauerteig ganz toll, weil der sich richtig einfach in Rezepten ersetzen lässt. So, und nach 6 Stunden, wie sieht das Ganze aus? Ja, das macht doch überall einen guten Eindruck. Überall sind Bläschen. Außer, wie erwartet, beim Roggensauerteig. Da ist es ja tatsächlich so, dass man das äußerlich meistens gar nicht erkennen kann. Deswegen packe ich das jetzt hier auch nochmal eben in ein anderes Gefäß. Einmal, weil ich mehr Platz brauche. Der wird jetzt ja immer mehr aufgehen. Und zum anderen finde ich, bei Glasgefäßen ist es auch nochmal so, dass man das viel besser bei Sauerteigen sehen kann, wie die sich entwickeln. So, ich gebe erneut 100 Gramm Mehl hinzu. Und nun aber nur 75 Gramm Wasser. Vermenge das Ganze wieder. So, schön mit dem Löffel. Das reicht vollkommen aus. Ihr könnt den Rand auch nochmal sonst sauber wischen. Dann jetzt hier der Dinkel-Vollkorn-Sauerteig. Auch eine ganz tolle Struktur, finde ich. Und wenn ihr das dann miteinander vermischt habt, dann bleibt das auch nochmal 6 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Es gibt gleich noch einen letzten und 4. Schritt. Aber genießen wir das doch jetzt hier erst einmal schön mit den Teigen. Und schreibt mir mal unten in die Kommentare, welchen Sauerteig habt ihr am liebsten und wenn ihr ihn konserviert, welche Methode ist da eure liebste? Mögt ihr das Einfrieren, den Krümelsauer oder doch das Trocknen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch wenn ihr Fragen habt. Und da ist es tatsächlich so, ich muss ein bisschen haushalten im Moment, weil ich ganz viele Projekte noch so nebenbei für euch hier in der Mache habe. Derzeitig kriegen die Mitglieder innerhalb von 1 bis maximal 24 Stunden sofort eine Antwort, wenn da was Dringendes ist oder wenn generell eine Frage besteht. Für alle Nichtmitglieder, bitte seid da geduldig, helft euch gerne auch untereinander oder kommt in die Facebook-Gruppe. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann von anderen auch beantwortet werden. Da bitte ich wirklich um Verständnis, dass es im Moment den Mitgliedern vorbehalten ist. Die haben ja auch teilweise nochmal extra Videos und so ein paar Features. Falls euch das interessiert, kommt gerne, das ist monatlich kündbar und ich freue mich, wenn wir ein bisschen auf Frauenzuwachs bekommen. Derzeitig sind wir sehr männerlastig. So. Also, ich decke meine fertig gemischten Teige wieder ab. 6 Stunden später sehen sie so aus. Und ihr könnt erkennen, am Anfang hat sich hier und da noch ein bisschen Flüssigkeit gebildet. Das liegt einfach daran, dass der Sauerteig ganz schön hungrig war nach dem Trocknen und einfach Futter braucht. Das geben wir ihm jetzt, ja. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja Mensch, aber das ist so viel Sauerteig, was soll ich denn machen? Gar kein Problem. Am Ende des Videos verlinke ich euch ja meine Sauerteig-Playlist. Da sind ganz viele tolle Rezepte mit dabei. Die müsst ihr unbedingt ausprobieren.
richtig lecker. Von Pizza bis Brot, Brötchen, alles mit dabei. Cracker auch nochmal, um so einen Überschuss zu verarbeiten. Richtig lecker. So, auch hier jetzt nochmal eben Wasser, ein bisschen Mehl. Das Ganze wird jetzt umgerührt. Das ist jetzt der vierte und letzte Schritt. Also 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser kommen da jetzt hinzu. Und dann werden die Teige nochmal ein letztes Mal für 12 Stunden stehen gelassen. In meinem ausführlichen Video habe ich euch ja erklärt, wenn ihr irgendwas mit Sauerteig macht, dann am besten so, dass ihr immer so einen 12 bzw. 24 Stunden Rhythmus habt. Und guckt mal, hier der Roggensauerteig. Der hat sich hier richtig toll entwickelt und sieht aber von oben aus, als hätte sich da gar nichts getan. Das ist wirklich ein Phänomen. Das ist aber einfach Roggenmehl bedingt, also der sieht immer so aus. Hier nochmal die 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Wasser und hier auch nochmal durchmischen. Und ich kann euch sagen, ich bin so froh, so langsam amortisiert sich das mit meinen Sauerteigen, aber es ist noch immer einiges da. So, stehen lassen. Und hier ist nochmal alles für euch verlinkt. Ich freue mich auf das nächste Mal und bin bald wieder zurück.